In diesem Video möchte ich ein wenig über das Warum sprechen. Normalerweise sprechen wir über Funktionen in MQL5, aber dieses Mal ist es ein bisschen anders, denn ich bin gerade dabei, genau das zu tun, was die meisten von Ihnen vielleicht tun. Ich lerne eine Programmiersprache und ich möchte darüber sprechen, warum. Ich glaube, dass die Hebelwirkung der beste Grund ist, etwas zu tun. Wenn Sie also dieses System hier sehen, läuft es wirklich live. Heute ist der 7. Oktober und ich habe es seit etwa einer halben Woche nicht mehr angeschaut. Und wenn wir heranzoomen, können wir sehen, dass wir hier eine Menge Trades gemacht haben. Das war alles automatisiert, ich habe also keinen einzigen davon eröffnet. Und zum jetzigen Zeitpunkt haben wir hier ein paar offene Positionen. Die ursprüngliche Einzahlung betrug $10.000 und wir haben bisher $131 Gewinn gemacht. Ich habe ein paar von diesen Systemen. Und während dies automatisch abläuft, kann ich andere Dinge tun. Das meine ich also mit Hebelwirkung. Sie bauen eine Sache, lassen sie laufen und während sie tut, was sie tun soll, können sie etwas anderes tun. Sie haben schon oft gesehen, wie ich auf diese Weise programmiert habe. Ich habe tatsächlich eine Menge Systeme erstellt und viele Beispiele gemacht. Aber der Grund dafür war nie, dass ich besser programmieren wollte. Mein Hauptgrund war eigentlich, dass ich zwei Dinge erreichen wollte. Das erste ist, dass ich etwas habe, mit dem ich im Hintergrund automatisiert handeln kann. Und die zweite Sache war, dass es in der Lage ist, dies zu tun und Ergebnisse zu erzielen, während ich etwas anderes tun kann. Und dieses andere sieht derzeit so aus. Es handelt sich um eine neue Programmiersprache namens Mojo. Sie wurde vor etwa 2 oder 3 Wochen veröffentlicht und ich lerne sie gerade und erstelle Tutorials für sie, weil es heißt, dass sie das nächste große Ding zur Erstellung intelligenter Systeme sein könnte. Ich tue also genau dasselbe. Ich erstelle kleine Programme, um besser zu werden. Ich lerne aus der Dokumentation, wie man Dinge tut. Denn es heißt, dass Mojo die Programmiersprache für die KI-Entwicklung ist. Und spätestens jetzt wissen wir, dass die KI die Zukunft verändern wird. Sie wird nicht verschwinden. Ich habe bereits einige KI-Projekte durchgeführt. Ich bin der Meinung, dass KI auch eine Hebelwirkung hat und deshalb möchte ich sie lernen. Es geht also nicht darum, warum dieses etwas tut und jenes etwas anderes. Es geht vielmehr darum, was sie tun können, ohne es selbst zu tun. Dies ist zum Beispiel eine Software, mit der man ein Video wie dieses erstellen kann. Das habe ich schon oft gemacht. Und hier für die KI-Tutorials, die ich mache, kann ich diese Art von Technologie nutzen, um ein bewegtes Bild von mir selbst zu erstellen. Ich verwende KI, um die Untertitel zu erstellen. Ich verwende KI-Lösungen, um Bilder wie diese für meine Videos zu erstellen. Die kostenlose Software dafür ist übrigens Playground, wo Sie zum Beispiel ein realistisches Foto mit diffuser Beleuchtung von einem Lama vor einem Handelslaptop erstellen können. Dann wird es eine Weile sein Ding machen und schon haben wir das Ergebnis. Ich finde dieses Bild niedlich und kann nun Variationen erstellen. Auf diesem ist die Marke Apple abgebildet, was ich ziemlich lustig fand. Und wenn ich fertig bin, kann ich meine Datei herunterladen, kopieren und direkt aus der Zwischenablage einfügen, um sie direkt in meinem Video zu verwenden. Es gibt auch eine Lösung, mit der Sie Ihre Stimme klonen und in einer Sprache sprechen können, die Sie gar nicht sprechen. Und hier handelt es sich um eine Software namens Happy Scribe, mit der Sie ein Video hochladen und in 2 oder 3 Minuten automatisch eine Abschrift erstellen können. Sie können es hier sogar in Untertitel umwandeln und das gesamte Video mit Untertiteln herunterladen. Alle diese Videos hier enthalten also einige KI-Lösungen, die ich verwende, um Inhalte zu erstellen, die tatsächlich funktionieren. Das ist also alles eine Hebelwirkung. Und das ist der Grund, warum ich gerne Hebelwirkung benutze. Denn ich wäre nie in der Lage, 26 verschiedene Untertitelsprachen zu erstellen, die für jedes Video hier verfügbar sind. Ich habe kein eigenes Lama vor einem Autoverleih, das ich fotografieren kann, um zu erklären, wie man eine Struktur für eine Fahrzeugklasse für Autos, Motorräder und Lastwagen erstellt. Auf den Vorschaubildern sehen Sie, dass auch hier KI verwendet wird. Was ich also im Grunde sagen wollte, ist, dass der automatisierte Handel eine Möglichkeit ist, die Hebelwirkung im Hintergrund zu nutzen, während Sie andere Dinge tun können. Und der ganze Programmierkram hier ist nur eine Möglichkeit, ein Ergebnis zu erzielen, während Sie etwas anderes tun können. Das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.